Vor genau einem Jahr hat Thailand sein digitales Nomadenvisum, das DTV-Visum, hier lanciert. Zeit für uns einmal Bilanz zu ziehen. Genau vor einem Jahr hat Thailand das DTV, also das Destination Thailand Visum, hier lanciert. Es ist eine große Erfolgsgeschichte, das muss man ganz klar sagen, verglichen mit anderen digitalen Nomadenvisa, die ja oftmals Rohrkrepierer sind. Es gab über 35.000 Anträge hier für dieses Visum in Thailand. Dieses Visum wird ja hier vom Tourismusministerium in Thailand ausgegeben. Das ist eine Behörde, muss man sagen, in Thailand, die ist ziemlich fortschrittlich, aber da gibt es eben auch interne Rivalitäten und Probleme in der Regierung. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber natürlich hier ein riesiger Erfolg für Thailand, das muss man ganz klar sagen. Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen? Nun, zunächst mal ist natürlich Thailand ein sehr beliebtes Land. Thailand hat eine relativ gute Infrastruktur, wunderschön und dabei ziemlich günstige Lebenshaltungskosten. Es ist ja ein sehr bekanntes Touristenziel, ohnehin schon für viele ein Traumland. Und da lässt sich natürlich auch hier relativ wenig mit argumentieren. Thailand ist tatsächlich natürlich eines der schönsten Länder der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Auch im Vergleich zu anderen Visa, die hier im südostasiatischen Raum verfügbar sind, zum Beispiel das Rantau-Visum auf Malaysia, ist das DTV sicherlich ziemlich einfach zu bekommen. Man muss ja hier lediglich ungefähr 15.000 € Vermögen oder Erspartes nachweisen und die Gebühr ist mit ungefähr 300 € auch eigentlich ziemlich günstig. Und dann gibt es eben diese attraktive Option, letztlich hier den Aufenthalt zu verlängern. Das Visum ist ja zunächst mal für 6 Monate gültig und dann kann man tatsächlich dann den Aufenthalt verlängern um weitere 6 Monate. Auch steuerlich scheint das Ganze attraktiv zu sein. Wenn man DTV hat, dann darf man definitiv in Thailand hier für ausländische Auftraggeber als digitaler Nomade zum Beispiel arbeiten, hat hier keine steuerlichen Implikationen, die hier ausgelöst werden. Zumindest dann nicht, wenn man nur 6 Monate da ist. Und da fängt dann auch schon im Grunde genommen die ganzen Komplikationen, die es mit diesem Visum gibt, dann auch tatsächlich an. Wir haben selbst einige Mandanten, die dieses Visum beantragt haben, es erfolgreich beantragt haben. Wir haben aber auch Mandanten, die abgelehnt wurden. Und zwar durchaus Mandanten, die jetzt hier als ziemlich vermögende Freiberufler unterwegs waren. Die haben es versucht, in Berlin zu bekommen bei der Botschaft. Dort hat es nicht geklappt, wobei die thailändische Botschaft in Berlin hat ja auch eine ziemlich schlechte Reputation, muss man sagen. Und lehnt ja öfter Visa ab, das muss man schon ganz klar sagen. Aber für viele hat es auch funktioniert. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, dieses Visum wird hier, wie zum Beispiel auch das Elite-Visum in Thai durch das Tourismusministerium herausgegeben und nicht in Einklang und bester Feinabstimmung mit den Einwanderungsbehörden in Thailand, hat man das Gefühl, was jetzt vielfach dazu geführt hat, auch schon bei unseren Mandanten, dass im Grunde genommen die Verlängerung dann nicht gewährt wurde. Ja, das heißt, man kann ja, wie gesagt, das Visum verlängern, man ist dort für 6 Monate und kann es dann wiederum hier um weitere 6 Monate verlängern. Das hat oftmals nicht geklappt bei Mandanten von uns. Diese mussten also dann Thailand verlassen und wieder einreisen. Ist jetzt auch natürlich kein Weltuntergang, aber es wäre natürlich schön, wenn das nicht tatsächlich so notwendig wäre. Auch die steuerliche Situation ist hier mehr als unklar, muss man sagen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, man darf hier als digitaler Nomade in Thailand arbeiten für 6 Monate, löst dann dort keine Steuern aus. Allerdings ist ja auch die steuerliche Ansässigkeit in Thailand erst nach 180 Tagen gegeben. Wenn man jetzt also das Visum verlängert und dann mehr als 180 Tage da ist, müsste man eigentlich logischerweise dann in Thailand steuerpflichtig werden. Wie das Ganze genau geregelt wird in Thailand, ist hier nicht zu 100% durch die Behörden geklärt. Meiner Meinung nach wird man steuerpflichtig mit der Verlängerung, auch wenn es dort andere gibt, die sagen, dass es nicht so ist. Meiner Meinung nach, wenn man die Texte sich anschaut, ist die steuerliche Ansässigkeit tatsächlich dann gegeben. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob es dann weiterhin Sinn macht, dieses Visum zu nutzen oder ob man sich eben darauf beschränkt, dass man im Grunde genommen 6 Monate pro Jahr in Thailand ist mit dem Visum und den Rest der Zeit woanders verbringt, um hier Probleme dann zu vermeiden. Also, weil dieses Visum eben als Touristenvisum gilt und nicht als ein Einwanderungsvisum, gab es dann auch für viele unserer Mandanten Probleme, in Thailand ein Konto zu eröffnen, weil sie eben dort nur als Touristen gelten und nicht als jemand, der wirklich in Thailand lebt, beziehungsweise es war dann notwendig, dass man hier sehr umfangreiche Dokumentation
einreicht bei den thailändischen Banken, was dann doch bei vielen hier zu Frustrationen geführt hat. Frage ist natürlich, braucht man überhaupt ein Konto in Thailand? Manchmal ist es schon natürlich sinnvoll, gerade wenn man jetzt hier zum Beispiel zum Bezahlen auf lokale Finanzdienstleister angewiesen ist. So, das sind einfach Dinge, die du wissen musst. Aus unserer Sicht natürlich DTV eine tolle Sache. Andere Möglichkeiten in Thailand, die ebenfalls ziemlich gut sind, ist das Elite-Visum, das hatte ich vorhin schon gesagt. Hier ist auch die steuerliche Situation natürlich wiederum nicht so ideal, wobei jetzt ja Thailand hier die Steuergesetzgebung wiederum ändern möchte, dass im Grunde genommen Geld wieder nach Thailand eingebracht werden kann, remitted werden kann, ohne dass dann Steuern fällig werden, sozusagen die alten Regelungen hier wieder reaktivieren möchte. Dann wäre natürlich auch das Elite-Visum wieder sinnvoll. Wenn man hier Rechtssicherheit haben will, dann bietet sich hier nur das LTR-Visum an, das Long-Term Resident-Visum. Hier natürlich allerdings die Anforderungen ziemlich hoch. Investitionen sind notwendig, muss in Immobilien investieren oder bestimmtes Vermögen oder Einkommen verfügen oder einen ganz bestimmten Arbeitgeber haben. Also das sind natürlich dann weitaus kompliziertere Optionen als jetzt einfach nur das DTV. Also wie gesagt, man kann zu dem DTV nur raten, das ist eine gute Sache, aber eben man sollte sich bewusst sein, was hier so die Implikationen tatsächlich sind. Also wenn dich Thailand interessiert und du möchtest halt einige Monate verbringen, vielleicht auch Thailand nutzen als einen deiner Wohnsitze. Wir propagieren ja oftmals ein Modell, wo man dann mehrere Wohnsitze hat, an denen man sich regelmäßig aufhält. Da ist natürlich das DTV-Visum ideal. Man muss hier keinen Border Run machen, sondern kann hier wirklich dann 6 Monate am Stück anwesend sein, wenn man das möchte. Also aus dieser Sicht ganz klar eine feine Sache, aber wie immer bei solchen Visa, und da ist jetzt DTV hier natürlich keine Ausnahme, steckt der Teufel immer im Detail. Und wenn man das dann einmal lokal wirklich macht, ist man dann auch mit den Herausforderungen tatsächlich dann konfrontiert. Aber wenn du im Grunde genommen die Dinge vermeidest, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe, also idealerweise das Visum nicht verlängern, möglicherweise kein Konto in Thailand aufmachen und vielleicht die thailändische Botschaft in Berlin vermeiden. Wobei, also, wie gesagt, es gibt sicherlich genug auch, die das Visum dort bekommen. Dann solltest du hier mit dem DTV viel Freude in Thailand haben. Meiner Meinung nach sollten sich andere Länder ein Beispiel hier an Thailand nehmen. Solche Visa wie das DTV, das bräuchte man auch noch in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel auch Lateinamerika oder auch in asiatischen Ländern. Dann wären diese digitalen Nomadenvisa vielleicht auch erfolgreicher, als sie tatsächlich in den meisten Ländern momentan sind. Da werden ja oft die Programme dann schon nach wenigen Monaten wieder eingestellt, weil halt einfach niemand wirklich hier sich dafür interessiert, weil nicht klar ist, wie sie genau funktionieren, weil das Land nicht die Infrastruktur auf administrativer Seite zur Verfügung stellt, damit überhaupt diese Visa hier ausgegeben werden können. Wenn Thailand auch dich interessiert oder die Auswanderung in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Wir helfen dann dabei auszuwandern. Wir helfen Ihnen, Steuern im Ausland zu optimieren, Vermögen dort aufzubauen und Ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.